Es bleibt unruhig in Europa. Der Streit um neue Kredite und Hilfsgelder für Griechenland bestimmte in den letzten Wochen die Schlagzeilen. Und damit herzlich willkommen zum Kompakt TV, dem Fernseher des Kompakt-Magazins. Diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Eurokrise, Griechenland vor dem Ausstieg, Iran, Jubelperser und Kriegshetze und Olympia, Berlin nach der Entscheidung. Hat er ihn nun gezeigt oder ist alles eine böswillige Fälschung? Der Mittelfinger von Griechenlands Finanzminister Yanis Varoufakis bewegt Deutschland. Dabei gibt es Wichtigeres in der griechischen Tragödie. Dem Land drohen weiterhin der Staatsbankrott und ein Ausscheiden aus der Eurozone. Doch wäre der sogenannte Grexit wirklich so schlimm für Griechenland, wie es offiziell stets betont wird? Seit dem Wahlsieg von Syriza am 25. Januar 2015 steht die Zukunft der Sparpolitik auf der Kippe und damit auch die künftige Euro-Mitgliedschaft Griechenlands. Die neue Koalition der Linkspartei von Ministerpräsident Alexis Tsipras und den nationalkonservativen unabhängigen Griechen will die bisherigen Auflagen von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds für weitere Kredite nicht länger erfüllen. So hatten sie es ihren Wählern vor dem Urnengang jedenfalls versprochen. Bereits im Februar trafen sich Athen und Brüssel zur ersten Pokerpartie. Damals ging es um die letzte Tranche eines bereits bewilligten Milliardenkredites. Am Ende setzte sich die EU und vor allem die Bundesregierung noch einmal durch, zumindest auf dem Papier. Zwar wurde die in Griechenland verhasste Troika in Institutionen umbenannt, doch am Prinzip der Sparpolitik änderte sich nichts. Entscheidend ist, dass die Verpflichtungen Griechenlands sich ausdrücklich auf das Programm beziehen und dass das Ziel der Verlängerung der erfolgreiche Abschluss dieses Programmes ist. Nicht einmal einen Monat später stehen sich beide Seiten jedoch wieder unversöhnlich gegenüber. Athen verlangt einen Schuldenschnitt und fordert Kriegsreparationen von Deutschland in Höhe von bis zu 300 Milliarden Euro. Verteidigungsminister Panos Karmenos droht, Deutschland mit Flüchtlingen zu überschwemmen. Finanzminister Yanis Varoufakis beschuldigt seinen deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble, ihn beleidigt zu haben. Wie berechtigt sind diese Attacken? Immerhin gewährte Deutschland Griechenland seit Beginn der Krise Kredite in Höhe von rund 80 Milliarden Euro. Zuletzt genehmigte der Bundestag am 27. Januar die Auszahlung weiterer Summen. Hinzu kommen diverse Bürgschaften. Geld, das jedoch nicht den Griechen zugute kam. Buchstäblich jeder Euro floss umgehend auf die Konten internationaler Gläubigerbanken. Hinzu kam das Benehmen der EU-Finanzkontrolleure in Griechenland, das selbst in Bankenkreisen Kopfschütteln auslöste. Das andere ist natürlich, dass die Troika, die Kontrolleure oft genug als Zahlmenschen über mangelnde soziale Kompetenz verfügen. Sie haben teilweise in Griechenland, sind sie aufgetreten wie die Axt im Walde, wie Inquisitoren. Das kann die griechische Volksseele nicht vertragen. Das hätte ich als Grieche auch nicht gerne gehabt. Also wichtig ist in Zukunft da mit etwas mehr Feingefühl an die Sache zu gehen. Der Ton macht die Musik. Eine Situation, in der immer wieder über einen Euro-Ausstieg Griechenlands spekuliert wird. Aber würde der als Grexit bekannt gewordene Schritt Griechenland tatsächlich schaden, wie von Seiten der Europäischen Union regelmäßig behauptet? Das kann für die Griechen in langer Sicht ein Befreiungsschlag sein, weil sie den Euro nicht abwerten können. Eine eigene Währung könnten sie abwerten. Sie müssen also nicht mit Nominalkürzungen bei Renten und bei Löhnen operieren, sondern sie können einfach den Außenwert der Währung runterfahren. Auch ein Staatsbankrott müsste dem Land nicht zwangsläufig das Genick brechen. Der AfD-Vorsitzende Bernd Lucke glaubt sogar, sollte Griechenland insolvent gehen und seine Schulden an das Ausland nicht mehr leisten, könnte es sich sogar länger über Wasser halten. Wenn sie den Schuldendienst gegenüber den ausländischen Gläubigern einstellen würde, dann wäre sie zahlungsfähig in Bezug auf sämtliche inländischen Verpflichtungen, denn die griechische Regierung erwirtschaftet ja einen Primärüberschuss. Also wenn keine Zinszahlungen geleistet werden und keine Tilgungszahlungen geleistet werden, dann müsste aus diesem Primärüberschuss heraus eigentlich es möglich sein, die inländischen Staatsausgaben zu finanzieren.
Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Griechen ihre Steuern bezahlen. Und da lesen wir in letzter Zeit, dass sowohl im Dezember als auch im Januar die Steuereinnahmen des griechischen Staates weit hinter Plan geblieben sind. Und das könnte bedeuten, dass auch der Primärüberschuss nicht mehr da ist. Doch zumindest derzeit hält Griechenland am Euro fest. Syrizas Wirtschaftsberater Theodoros Paraskevopoulos glaubt zudem nicht an die positive Wirkung einer Abwertung der Währung. Weil es ist ein Mythos, ein wirtschaftswissenschaftlicher Mythos, dass durch eine Abwertung zum Wachstum kommt. Und das ist nicht wahr. Das kann unter bestimmten Bedingungen geschehen, die nicht gegeben sind, weil vor allem durch das 5-jährige gescheiterte Programm die griechische Wirtschaft da niederliegt. Also eine Entwertung der Währung würde keinen Wettbewerbsvorteil für Griechenland geben, weil Griechenland nicht all das produziert, was wettbewerbsfähig sein könnte dann. Diese Meinung ist auch innerhalb von Syriza umstritten. Der Abgeordnete Kostas Lapavitas sprach sich Mitte März im Berliner Tagesspiegel für einen Euro-Austritt seines Landes aus. Die Währungsunion sei Europas größtes Versagen seit Jahrzehnten, so der gelernte Ökonom. Setzt Griechenland also auf eine Erpressungsstrategie? Immerhin hatte die Bundesregierung seit Beginn der Euro-Krise letztlich immer die Geldbörse geöffnet. Oder wollen Tsipras und Varoufakis den Rauswurf Athens aus der Eurozone provozieren, um beim Grexit nicht als Schuldige dazustehen? Die Antworten auf diese Fragen halten beide Seiten in diesem Pokerspiel bislang geschickt geheim. Es bleibt also spannend. Übrigens, der eben gesehene Beitrag ist ein Ausschnitt aus einer aktuellen Reportage von Kompakt TV über die Krise in Griechenland. Darin schauen wir auf die Folgen des Spardiktates für die Bevölkerung, blicken außerdem nach Spanien und Italien. Und wir stellen die Frage, welche Konsequenzen hätte ein Grexit für Deutschland? Anschauen können Sie den Film ab sofort mit einem Kompakt TV-Abo. Damit sehen Sie jederzeit auch aktuelle Interviews, interessante Pressekonferenzen und unsere Kompakt Live-Veranstaltungen. Alle Informationen gibt es unter kompakt.tv. Mit der Euro-Krise beginnt auch unser aktueller Nachrichtenüberblick. Bundeswehr im Libyenkrieg? Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist aufgeschlossen für einen möglichen Militäreinsatz der Europäischen Union in Libyen. Am Rande eines EU-Außenministertreffens sagte der SPD-Politiker, die Entsendung von Soldaten zum Schutz von Grenzen und wichtigen Wirtschaftseinrichtungen sei denkbar. Ob sich auch die Bundeswehr an der Mission beteiligen soll, ließ Steinmeier offen. Zuvor hatten die EU-Außenminister Pläne gebilligt, einen Militäreinsatz in dem arabischen Land vorzubereiten. Zugleich sollen die Vermittlungsbemühungen der UNO in dem Land unterstützt werden. Der Beschluss blieb dem Vernehmen nach hinter weitergehenden Forderungen der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zurück. Wir sehen keine Alternativen zum Erfolg des politischen Dialogs. Worauf wir uns vorbereiten, sind Maßnahmen der Europäischen Union, um das Ergebnis zu unterstützen. Straßenschlachten in Frankfurt. Bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main kam es am Mittwoch zu massiven Zusammenstößen zwischen linksautonomen Demonstranten und der Polizei. Dabei setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Zuvor hatten Demonstranten Barrikaden errichtet und mindestens 7 Einsatzfahrzeuge in Brand gesteckt. Die Proteste richteten sich gegen die Eröffnung des neuen Hauptgebäudes der Europäischen Zentralbank. Dabei versuchten Blockupy-Anhänger, das Gebäude zu stürmen. Blockupy-Sprecherin Hanna Eberle sagte im Fernsehsender NTV, es sei nicht hinzunehmen, dass die reichen EZB-Manager Krisenlösungen zelebrieren, die eigentlich gar keine sind. Ein Sprecher der Frankfurter Polizei zeigte sich überrascht über das Ausmaß der Proteste. Raubzug durch TTIP. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat den Befürwortern des Freihandelsabkommens TTIP eine Desinformationskampagne vorgeworfen. Bei dem Abkommen gehe es nicht um Freihandel, sondern um Freibeuterei, sagte Foodwatch-Chef Thilo Bode. Das Recht der Konzerne auf ungestörtes Beutemachen würde ins Völkerrecht geschrieben und die Gesetzgeber würden sich in Teilen selbst abschaffen. Regulierungsvorhaben könnten nur noch dann durchgesetzt werden, wenn der Handelspartner USA zustimmt. Erste Auswirkungen des Abkommens seien bereits spürbar, so Bode gegenüber Kompakt TV.
Zum Beispiel bei der Sicherheit von Chemikalien, da ist jetzt schon abzusehen, dass gewisse Substanzen, die die EU eigentlich regulieren wollte, die den menschlichen Hormonhaushalt destabilisieren können, dass die nicht klassifiziert werden in Zukunft oder erst in weiter Ferne. Und das heißt, es wird schleichend eintreten, der Prozess der negativen Auswirkungen. USA gegen deutsch-russisches Bündnis. Das Engagement der USA in Mittel- und Osteuropa zielt auf die Verhinderung einer deutsch-russischen Allianz. Das sagte der Chef des privaten US-amerikanischen Think Tank Stratfor, George Friedman, auf einer Pressekonferenz am 4. Februar. Dabei bezog sich Friedman auf polnische Pläne der 20er Jahre, die einen Sicherheitsgürtel zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer vorsahen. Das sogenannte Intermarum sollte ein Gegengewicht sowohl zur Sowjetunion als auch zu Deutschland bilden, scheiterte jedoch an den unterschiedlichen Interessen der damaligen Staaten. Ein solches Bündnissystem strebten die USA nun ebenfalls an, so Friedman. Die Frage, auf die wir keine Antwort haben, ist, was wird Deutschland in dieser Situation unternehmen? Die reale, unbekannte Variante in Europa sind die Deutschen, wenn die USA diesen Sicherheitsgürtel errichten. Nicht in der Ukraine, sondern zum Westen, und der russische Einfluss in der Ukraine schwindet. Wir kennen die deutsche Position nicht. Das Hauptziel für die Vereinigten Staaten ist, dass russische Kapital, russische Technik, ich meine deutsche Technik und deutsches Kapital, russische Rohstoffe und russische Arbeitskraft sich zu einer einzigartigen Kombination verbinden. Das versuchen die USA seit Jahrhunderten zu verhindern. Aber wie kann man erreichen, dass diese Kombination verhindert wird? Die USA sind bereit, ihre Karten auszuspielen. Teure Sojabohnen. Für ein Zuchtprogramm sogenannter klimaangepasster Sojabohnen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium insgesamt 246.000 € ausgegeben. Dies kritisierte der Bund der Steuerzahler in einer am Dienstag veröffentlichten Broschüre. Ziel des im Frühjahr 2015 auslaufenden Programms sei es, Sojabohnen für den Anbau in Deutschland zu züchten. Die Pflanze ist von Natur aus nicht für das Klima Mitteleuropas geeignet und gedeiht nur in wenigen Regionen Süddeutschlands. Nach Angaben des staatlichen Forschungsinformationssystems Agrarernährung waren für das Programm ursprünglich nur etwa 74.000 € vorgesehen. Die Sojabohne soll hier heimisch gemacht werden, dazu muss sie natürlich manipuliert werden und das ist ein Forschungsprojekt und dieses Forschungsprojekt wird eben vom Steuerzahler finanziert. Da fragen wir uns, muss das der Steuerzahler tun? Wenn die Wirtschaft ein wirkliches Interesse hat, hier in Deutschland Sojabohnen anzubauen, dann soll die Wirtschaft auch diese Forschung selbst bezahlen. Volksentscheid gegen Mietwucher. Mit einem Volksbegehren wollen Mieterinitiativen in Berlin die Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt stoppen. Das Bündnis fordert unter anderem, die Miete in Sozialwohnungen künftig nach dem Einkommen zu staffeln. Zudem sollen die 6 kommunalen Wohnungsbaugesellschaften der Stadt keine Gewinne mehr an den Landeshaushalt abführen. Das eingesparte Geld müssten die Unternehmen für den Ankauf von Mietshäusern nutzen. Jan Kunert, einer der Initiatoren des Volksbegehrens, sieht in dem Vorstoß teilweise auch ein Modell für andere Städte. Also in anderen Städten ist dieses Problem ähnlich. Was das Thema angeht, fehlenden preiswerten Wohnraum. Also in München und Hamburg sind die Mieten deutlich höher. Der Druck ist auch viel, viel kräftiger. Was in Berlin besonders absurd ist im Vergleich zu anderen Städten, ist eben, dass die preiswerten Sozialwohnungen teurer sind als die privat finanzierten Wohnungen. Das haben wir in anderen Städten nicht, weil damals dieses ganze Berlin-Fördersystem ja zu sehr hohen künstlichen Baukosten geführt hat, die heute noch vom Staat nachsubventioniert werden müssen. Endgame in Hannover. Mehrere hundert Anhänger der amerikanisierungskritischen Bewegung Endgame demonstrierten am 14. März in Hannover. Nach einer Kundgebung zogen die engagierten Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas durch die niedersächsische Landeshauptstadt. Dabei forderten sie unter anderem einen Abzug der in Deutschland stationierten US-Truppen und protestierten gegen den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Nach Polizeiangaben hatten sich etwa 200 Angehörige des sogenannten linken Spektrums zu mehreren Gegendemonstrationen eingefunden. Sie warfen Endgame einen angeblichen völkischen Wahn vor. Zusammenstöße zwischen beiden Seiten gab es nicht. Bücher, Mangas und Kompakt. Bereits zum 3. Mal präsentierte sich das Kompaktmagazin auf der Leipziger Buchmesse. Hunderte Leser nutzten einen Besuch auf der zweitwichtigsten Bücherschau Deutschlands, um mit Redaktion und Verlag unserer Zeitschrift ins Gespräch zu kommen. Für andere war Kompakt eine echte Neuentdeckung.
Reges Interesse erweckte bei den Messebesuchern 2 Diskussionsrunden von Kompakt im Sachbuchforum zum neuen Kompakt-Spezial Dschihad in Europa und dem Buch Die MH17-Falle zum Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeuges im vergangenen Jahr über der Ukraine. Mit über einer Viertelmillion Besuchern erlebte die Leipziger Buchmesse und das Begleitprogramm Leipzig liest in diesem Jahr einen neuen Publikumsrekord. Insgesamt 2263 Aussteller, vor allem Verlage, zeigten ihre Neuerscheinungen. Größte Einzelveranstaltung war die Manga Comic Convention, die allein 93.000 Interessierte anzog. Viele der zumeist jungen Fans verkleideten sich dabei nach dem Vorbild der japanischen Zeichentrickfiguren. Als Jubelperser bezeichnete man einst jene Claqueurs, die der Kaiser von Persien bei seinem berüchtigten Besuch in West-Berlin 1967 mitgebracht hatte. Am 7. März diesen Jahres gab es wieder einmal eine iranische Großveranstaltung in der Hauptstadt. Der im Exil tätige Widerstandsrat trommelte mehr als 10.000 Teilnehmer zusammen. Dabei lohnte sich ein Blick auf die Redner, aber vor allem auf das Publikum. Fahnenschwenken und Jubel für den Nationalen Widerstandsrat Iran. Rund 6 Stunden zelebrierte die Exilorganisation am 7. März in der Berliner Radsporthalle Velodrom eine sogenannte Konferenz für Toleranz und Gleichstellung. Rund 10.000 Menschen drängten sich auf den Rängen, weitere warteten vor der Halle auf Einlass. Auch deutsche Prominenz wie Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, Altbischof Wolfgang Huber und der einstige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Horst Teltschik hatten sich eingefunden. Dabei gilt der Widerstandsrat als Vorfeldorganisation der militanten Oppositionsbewegung Volksmudschahedin, die noch vor einigen Jahren auf den Terrorlisten von EU und USA stand. Doch mittlerweile werden die Exil-Iraner mutmaßlich von der CIA unterstützt und sind gern gesehene Partner des Westens gegen Teheran. Auch New Yorks Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani war nach Berlin gereist. In theatralischem Tonfall forderte er ein hartes Vorgehen gegen den Iran. Wissen Sie, welche Sprache die Ayatollahs und die Mullahs und die Hitlers und die Mussolinis und die Stalins verstehen? Wissen Sie, was die verstehen? Die verstehen nur eines: Stärke, Kraft. Aus Sicht des Widerstandsrates war die Konferenz ein voller Erfolg, genauso wie das Medienecho. So seien tausende Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet angereist, zitiert Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa unhinterfragt einen Sprecher des Widerstandsrates. Auch der gebührenfinanzierte Rundfunk Berlin-Brandenburg staunte voller Sympathie, vor allem über die vielen jungen Teilnehmer der Konferenz. Das Herz des iranischen Widerstands. An diesem Nachmittag schlägt es im Velodrom. Aus ganz Europa sind Zehntausende angereist. Zumeist junge Leute, die Iran oft nur aus Erzählungen der Eltern kennen oder aus den Schlagzeilen über Terror und Folter. Gekommen waren diese Jugendlichen tatsächlich, doch ihr Interesse am Widerstandsrat hielt sich in Grenzen. Nickerchen statt Applaus für Giulianis Kriegsrhetorik. Kein Wunder, die angeblichen Anhänger der iranischen Exilopposition waren fast ausnahmslos Polen. Seit dem frühen Morgen wurden sie mit Bussen nach Berlin gebracht, um auf der Konferenz begeisterte Anhänger zu spielen. Offenbar wurde ihnen ihr Auftritt nicht einmal bezahlt. Im Internet waren die Jugendlichen mit einer preiswert wirkenden Wochenendreise in die deutsche Hauptstadt geködert worden. Der Besuch der Konferenz wurde vom Anbieter nicht verschwiegen. Vor allem gehe es jedoch um eine Hotelübernachtung und viel Freizeit, hieß es in der Reisebeschreibung. Die Prominenz auf der Bühne spulte unterdessen ihr Programm ab. Als deutsche Hauptrednerin lehnte die einstige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth mit moralisierender Attitüde Kompromisse in den Atomverhandlungen mit dem Iran ab. Wir wissen als Politikerinnen und Politiker, ja, auch demokratische Politik geht nicht ohne Kompromisse. Aber es gibt auch faule Kompromisse. Und davor müssen wir dringend warnen. Was ist der Preis, der möglicherweise bei Atomverhandlungen jetzt im Iran erreicht wird? Den jungen Polen war das augenscheinlich völlig egal. Für sie hieß es, die Zeit auf der Konferenz irgendwie rumbringen. Bis endlich das begann, was sie wirklich nach Berlin geführt hatte: viel Freizeit. Wir wollen die Spiele.
Mit diesem vehementen Satz warb die Berliner Politik wochenlang für eine Bewerbung der Stadt um die Olympischen Spiele 2024. Der Deutsche Olympische Sportbund wollte es jedoch anders. Deutschland geht mit Hamburg ins Rennen für das sportliche Megaereignis. In der Hauptstadt fließen nun bittere Tränen in die Spree. Oder sind die Berliner vielleicht gar nicht so böse, dass ihnen der teure Trubel erspart bleibt? Wir haben uns umgehört und damit sind wir am Ende des heutigen Kompakt-TV-Magazins. In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Gestern gab es die Entscheidung, dass Deutschland mit Hamburg und nicht mit Berlin zu den Olympischen Spielen antritt, also sich um die Austragung bewirbt. Was sagen Sie dazu? Ich kenne mich damit nicht so aus, leider. Finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, Berlin ist die Hauptstadt und es sollte hier stattfinden, so wie gehabt, wie immer. Naja, das würde wiederum bedeuten, dass unsere Preise hier wieder in Berlin steigen würden, wobei wir ja schon sowieso genug mit der Gentrifizierung zu kämpfen haben. Und es würde vielen Leuten einfach mal das letzte Geld aus der Tasche nehmen. Wir brauchen keine Olympischen Spiele in Berlin. Wir brauchen das Geld für 1000 andere Sachen, aber bestimmt nicht für Olympische Spiele. Ich finde das richtig, dass Berlin diese Olympiade noch nicht gekriegt hat. Denn die haben erstmal einige andere Sachen zu regeln. Und da ist Hamburg in dem besser geeignet. Denn wir sind selber schon nicht mehr so mit dem Geld bestellt. Und das, was reingesteckt wird, an Millionen in dem Moment, kann für andere Sachen verwendet werden. Siehe Flughafen und alles sowas, was hier ja sonst gerade alles so noch marode ist. Ja. Daher finde ich es auf eine Art gut. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es nicht gut, dass man das von so einer Umfrage abhängig macht, ja, die angeblich 1500 Berliner Bürger entschieden haben, dass das hier nicht gewollt ist. Also keine Ahnung, der Bürgermeister hat gesagt, dass man hier draus was hätte machen können. Das Olympiastadion ist da, alles. Das wäre bestimmt nicht so viel Geld hier geflossen, wie in Hamburg fließen muss. Nö, das soll mal Boston machen. Die Amis, die haben genug Geld und Boston, ja. Also ich bin für Boston, ganz ehrlich. Ich gönne es Paris nicht und Rom nicht, weil es kostet einfach Geld und es bringt nichts. Es ist immer nach 16 Tagen ist es vorbei und dann schreit kein Mensch mehr danach.